Für dieses Muster benötigt ihr eine Maschenanzahl teilbar durch 5. Und dazu beginne ich mit einer Kette aus festen Maschen. Dazu häkle ich 2 Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe durch eine und durch 2. Dann steche ich in die gebildete Masche ein, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe durch eine und durch 2. In die nächste Masche, Faden durchziehen, Laschen auf gleicher Höhe durch eine und durch 2. Wenn euch das Ganze zu schnell ist, unten rechts am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, da könnt ihr die Sequenz etwas langsamer stellen. Einstechen, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleicher Höhe durch eine und durch 2. Und für dieses Muster werde ich mir jetzt erst einmal 25 Maschen häkeln. Nach 25 Maschen beginne ich, indem ich erst drehe in die Richtung, in der ich häkeln möchte, und ziehe dann die Schlaufe in der Größe, in der ich das Ganze haben möchte. Meistens nimmt man so die Größe von einem halben Stäbchen oder Stäbchen. Dann haltet ihr den Daumen hier unten auf die Verkreuzung, holt den Faden durch, stecht nochmal durch die Schlaufe ein und schließt mit einer festen Masche. Dann geht ihr mit dem Daumen auf diese Verkreuzung, zieht den Faden wieder auf die gleiche Höhe, holt den Faden durch, stecht noch einmal in die Lasche ein und schließt das Ganze mit einer festen Masche. Und noch ein drittes Mal, Faden durch die Schlaufe ziehen, in die Schlaufe einstechen, Faden holen und mit einer festen Masche schließen. Für den Anfang benötigt ihr immer 3 Schlaufen. Das könnt ihr euch grundsätzlich merken. Wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid, die Richtung erst wechseln, in die Richtung, in der ihr häkeln wollt, dann die 3 Schlaufen und dann geht es weiter. So, nun 1, 2, 3, 4, 5. Da gehen wir dann hin und schließen unsere erste Sequenz mit einer festen Masche. So, und 3 Schlaufen benötigt ihr deswegen, wenn ihr das Ganze hochzieht auf quasi die nächste Reihe, habt ihr dann hier den geraden Rand. Das heißt also, die erste Schlaufe, das erste kleine Knötchen bleiben unbehäkelt. Da könnt ihr euch dann in den ersten Knoten einen Marker setzen, so, dass ihr da nachher nicht einstecht. Also das hier ist dann euer letzter Knoten erst einmal. Dann geht es weiter. Schlaufe hochziehen, 2 Schlaufen abmaschen, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Maschen abzählen, einstechen und mit einer festen Masche schließen. Schlaufe hochziehen, mit einer festen Masche schließen, Schlaufe hochziehen, mit einer festen Masche schließen, auch wieder 2 Schlaufen, 2, 4, 5 und mit einer festen Masche schließen. Schlaufe hochziehen, zweite Schlaufe, 2, 4, 5
eine Schlaufe, zweite Schlaufe, 2, 4 und 5. Und so sieht dann unsere erste Reihe aus. Nun, wie gesagt, erst die Richtung wechseln, in der ihr häkeln wollt. Faden wieder hochziehen. Eine Schlaufe. Zweite Schlaufe. Dritte Schlaufe. Und dann geht ihr nicht hier in dieses große Knötchen. Die größeren Knötchen sind immer die abgeschlossenen Knötchen, wo bereits das zweite Mal eingestochen wurde. Also nehmen wir hier, wo die Schlinge, Knötchen, Schlinge ist, das kleine Knötchen, stechen dort ein und schließen mit einer festen Masche. Und deswegen wird es auch dann zu einem großen Knötchen. Und auch hier wieder gilt, eine Schlaufe, Knötchen, da könnt ihr den Marker setzen, dieser Knoten bleibt auf dem Rückweg unbehäkelt. Und jetzt wieder mit 2 Schlaufen. Der große Knoten bleibt wieder unbehäkelt, der ist aus der Vorreihe, und nehmen diesen kleinen Knoten. Dadurch wird aus diesem genauso ein großer Knoten wie aus diesem. Eine Schlaufe, 2 Schlaufen, großer Knoten bleibt unbehäkelt, in den kleinen Knoten einstechen, feste Masche, fertig. 1, 2, großer Knoten bleibt unbehäkelt, kleiner Knoten wird eingestochen. 1 und 2, großer Knoten unbehäkelt und hier wird in dem kleinen wieder eingestochen. So, und wenn ihr das Ganze einmal gerade zieht, seht ihr, dass ihr hier einen geraden Abschlussrand habt, dadurch, dass ihr diese unbehäkelt lasst. Und der Rest wird sich auch in den nächsten Reihen dementsprechend ziehen. Die nächste Reihe wird wieder die Richtung erst gedreht. Und wieder mit 3 Schlaufen begonnen. 1, 2, 3. In den ersten Knoten wieder den Marker setzen. Der bleibt unbehäkelt. Der große Knoten bleibt unbehäkelt. Und hier in den kleinen wird wieder eingestochen. Und weiter geht's wieder mit 2 Schlaufen. Also im Grunde ganz einfach, wenn man einmal weiß, wo man einstechen muss. Und so sieht das Muster aus. Ich blende euch am Ende noch einmal Fotos ein, wie es noch mit anderen Farben aussieht und auf Fläche gehäkelt. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen und ich freue mich bis zum nächsten Mal.